Innovationsforum bei Dresden Sommer. Wir waren zum zweiten Mal in der Klassikremise hier in Berlin. Unser übergeordnetes Thema war Rapid Change, Rezept für unternehmerische Veränderung, weil wir wollten eben nicht wieder die Buzzwords Digitalisierung, BIM und dergleichen hier bringen, sondern eigentlich sagen, wo fängt es denn an? Diese Veränderungen im Unternehmen, dass wir eben zuerst die Strukturen schaffen müssen. Wie führen wir in Zukunft? Das waren Fragestellungen, die auch Dr. Pero Micic aufgerufen hat, um dort Beispiele zu bringen, zu zeigen, wie sich auch die Welt dort in den nächsten Jahren verändern wird. Wenn man Führungskraft ist, dann will man ja Menschen mitnehmen, irgendwo hinführen, das ist eine Bewegung. Und die Kernfrage ist dabei, wo führen sie eigentlich hin? Weil ich glaube, dass man ohne ein Zukunftsbild nicht führen kann. Und dieses Zukunftsbild muss zum einen berücksichtigen, was um uns herum passiert und wo die ganzen Dinge hingehen. Alles basiert ja auf Annahmen, was man entscheidet. Und diese Annahmen müssen wir verbessern, gerade die über die zukünftigen Entwicklungen. Und das zweite Element ist, dass man Menschen eine motivierende, aber dann auch eine zukunftsrobuste Vision anbieten sollte, damit die Vektoren in der Firma, die Kräfte, gleichgerichteter sind, damit man mehr Kraft hat in der Firma und damit man leichter führen kann. Ja, Ruprecht Rittweger hat ja seine Karriere gezeigt, wie eShelter entstanden ist, und ich wusste das gar nicht, dass er so eine lange Durstphase hatte sozusagen. Die haben Ende der 90er das Konzept, die Vision aufgesetzt und mussten über Jahre hinweg tatsächlich vorfinanzieren, vorstrukturieren und haben sich aber nicht davon abgehalten. Die haben einen hohen Beharrungswillen gezeigt und das Ding zum Erfolg gebracht dann. Das war besonders und eigentlich vergleichbar mit Mark Brighton. Der ist auch aus dem Architekturbüro ausgestiegen, um was Neues zu machen. Jetzt ist er in einem Tech-Company, also er ist eigentlich kein Architekturbüro mehr im klassischen Sinne. Und auch er musste natürlich die erste Durststrecke hinter sich bringen, um dann mehr und mehr jetzt erfolgreich zu sein. Und die schöne Kurve hat unser Keynote-Speaker ja auch gezeigt. Es gibt immer ein Stück Enttäuschung in den ersten Jahren, aber wenn das Ding dann fliegt, dann gibt es eine wahnsinnige Explosion an Geschäftschancen und dann ist man auf einmal Marktführer. Wir haben den Nachmittag etwas umgestellt gehabt. Wir wollten bewusst keine weiteren Vorträge von unternehmerischen Veränderungen, sondern wollten Beispiele zeigen. Man hört andauernd was von Startups, von PropTechs. Wir wollten da auch keinen klassischen Elevator-Pitch, die einfach ihre Ideen präsentieren, sondern uns ging es darum, wie bringt man eigentlich Ideen, neue Geschäftsmodelle, die da sind, zusammen mit einem Etablierten, der davon einen Mehrwert haben kann. Und da verstehen wir uns als Dresden Sommer auch als Mittler, um diese zwei Welten zusammenzubringen. Ja, die Immobilienwirtschaft ist ja eine sehr reife Industrie und nicht unbedingt innovationsstark. Und so ist man als Marktteilnehmer eigentlich gezwungen, sich selber einen Überblick zu verschaffen. Und ich finde das Forum, das Dresden Sommer dazu bietet, sehr gelungen, vor allem den Nachmittag mit den kleinen Startups, die sich da vorstellen. Also wir sind immer der Suche nach, dass wir unsere Prozesse beschleunigen und Prozesskosten senken. Und da war das Thema des Dokumentenmanagements, fand ich sehr interessant. Und natürlich jetzt am Schluss Navis. Wir sind ein großer Bestandshalter mit 3 Milliarden Bestand. Und wir haben auch das Problem, das der junge Mann angesprochen hat, dass die Pläne halt oft sehr fürchterlich veraltet sind. Das alles neu zu erfassen, kostet Vermögen. Und deswegen fand ich das mit diesem kleinen Datenroller, der da durchs Gebäude fährt und die Grundrisse und alles aufzeichnet, mit der Bildqualität für extrem sehr gut. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das eine sehr gewinnbringende Veranstaltung. Die Gespräche, die man führen kann, das Netzwerk, das man ausbauen kann. Da wurde mir halt nochmal bewusst, dass man wirklich auch dranbleiben muss und nicht mit dem Anstoß in der Organisation schon automatisch die Veränderung herbeiführt, sondern dass man diesen Prozess dauerhaft begleiten muss und als Führungskraft auch dran glauben muss, die Veränderung weiterzutreiben. Man hat es ja auch an den Startups gesehen. Die Leute sprühen vor sozusagen Zukunftslust. Wir brauchen Visionen für unsere Unternehmen, damit tatsächlich alle lustvoll an der Zukunft arbeiten. Und ich glaube, das ist schon rübergekommen bei allen Führungskräften, dass die Vision dann auch lebendig machen im Unternehmen bei den Mitarbeitern, dass das ein ganz wichtiges Element ist für eine erfolgreiche Unternehmensführung in die Zukunft.